Also im Fokus nun auch die Netzkommunikation von Emre, denn momentan deutet also alles darauf hin, dass er sich im Internet radikalisiert haben könnte. Zumindest auch seine Eltern, die galten in Österreich als absolut gut integriert. Insbesondere am sozialen Netzwerk TikTok, das ist schon seit längerem bekannt, sind Islamisten vom IS etwa auch sehr präsent, sprechen also mit ihren Videos ganz gezielt junge Menschen an. Extremismusforscher, die sehen bei der Plattform dringenden Handlungsbedarf. Mehr von Sandra Saatmann. Extrem gewaltbereit, noch ein Teenager, bosnische Wurzeln, vermutlich religiös radikalisiert bei TikTok und Co. Doch wurde der Terrorist vom IS geschickt oder ist er auf eigene Faust losgezogen? Noch ist das völlig unklar. Radikalisierte Muslime aus dem Balkan sind ein bekanntes Phänomen in Österreich, so wie beim Tatverdächtigen beim kürzlich verhinderten Terroranschlag vor einem Konzert von US-Sängerin Taylor Swift in Wien, ein Nordmazedonier. Die wichtigsten Prediger, die so bis etwa vor 10 Jahren dschihadistisches Weltbild in Österreich verbreitet haben, die kamen vom Balkan, insbesondere aus dem muslimischen Sandžak in Serbien. In den letzten Jahren allerdings immer mehr auch aus den albanischen Gebieten, also aus dem Kosovo, aus Nordmazedonien. Die Szene ist gut vernetzt, vor allem mit Dschihadisten aus Nordrhein-Westfalen. Sie beschuldigen die westliche Welt, an den Gräuel in Bosnien verantwortlich zu sein, so wie es der Täter von Solingen in seinem Bekenner-Video tat. Den österreichischen Behörden war Emre bekannt. Er soll vergangenes Jahr Videos der Terrororganisation IS auf TikTok konsumiert und verbreitet haben. Da war er erst 16, kam ins Visier der Staatsanwaltschaft. Doch ein Verfahren wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung gegen ihn wurde eingestellt. Radikale Propheten im Netz, die Terror bejubeln und zu islamistischer Gewalt aufrufen. TikTok und Co. sperren diese Profile nicht. Wir haben mit islamistischer Terror zu tun, der in den sozialen Medien Emotionalisierung stattfindet, in den sozialen Medien Bilder reproduziert, die diese Menschen dazu bewegen, sich zu radikalisieren. Sie werden rekrutiert, sie werden angesprochen. Dass Islamisten in den sozialen Medien ungestört ihre Inhalte verbreiten dürfen, ohne Gegendruck des Rechtsstaates, halten Terrorexperten für sehr bedenklich. Und damit schauen wir nun auch direkt nach Wien zu Nikolaus Stockhammer, Terrorismusforscher. Herr Stockhammer, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, hallo. Wenn wir diesen Fall jetzt nun nehmen, da haben die österreichischen Behörden bereits gegen den 18-Jährigen im Jahr 2023 auch ermittelt. Das Ganze wurde dann aber fallen gelassen. Wahrscheinlich hatte man nicht genug Erkenntnisse, aber in diesem Fall gehen Sie da auch von einer absoluten Fehleinschätzung der österreichischen Behörden aus? Nun, das ist relativ schwierig zu beurteilen, da hier die Justiz relativ zurückhaltend ist mit Informationen zu diesem Fall. Aber natürlich gibt es Indizien dafür, die nahelegen, dass eine Radikalisierung bei dem Attentäter von München bereits im letzten Jahr begonnen haben könnte. Auch der Umstand, dass islamistische Inhalte auf sozialen Medien, vor allem auf TikTok, geteilt wurden, zeigt eine typische Verlaufsart dieser Radikalisierung an. Ich hatte vorhin den Nahostexperten Guido Steinberg im Interview. Der hat sehr deutliche Kritik geäußert an den österreichischen Sicherheitsbehörden, gerade was das Thema Islamismus angeht. Da hat er gesagt, wir haben da relativ wenige Kompetenzen, was das Sprachliche angeht, können das relativ schlecht einschätzen. Wie sehen Sie das denn? Sie sind ja nun mal und forschen auch entsprechend in Wien. Ja. Natürlich gibt es immer wieder Kritik und es kann auch nie genug sein. Und ich schätze Guido Steinberg als Experten und er hat sicherlich auch mit vielen seiner Punkte recht. Jedoch ist festzuhalten, dass gerade in Österreich die Sicherheitsbehörden seit der Neugründung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hier massiv nachgebessert haben und es auch immer wieder gelungen ist, gerade aus dem Segment der islamistischen Extremisten potenzielle Attentäter im Vorfeld aus dem Verkehr zu ziehen und hier auch mehr Einblicke in diese Szenen zu erhalten. Nun hat ja der 18-jährige Attentäter einen bosnischen Migrationshintergrund. Welche Rolle spielt denn der Balkan insbesondere in Österreich bei Islamisten in der Szene? Also man sieht in den vergangenen Jahren, dass gerade
ein Migrationshintergrund aus dem Balkan, zweite, dritte Generation Einwandererkinder, hier massiv Zufluss genommen hat in diese Islamistenszene. Der Attentäter vom 2. November 2020 war etwa ein junger Mann mit nordmazedonischem Hintergrund, zuletzt beim Taylor Swift-Konzert, wo ein Terroranschlag vereitelt werden konnte. Der Hauptverdächtige ebenfalls aus derselben Region, und jetzt der Attentäter von München hat einen Migrationshintergrund in Bosnien. Wir sehen, es gibt so eine Art Dreieck, vor allem in der bosnischen und albanischen Ecke sozusagen. Das heißt, die österreichische Szene hat hier einen definitiven Bezug. Das liegt natürlich auch an der exponierten Lage Österreichs und nachbarschaftlichen Lage, möchte ich sagen. Herr Stockermann, wir haben jetzt schon parallel auch Bilder nochmal eingeblendet von Taylor Swift, denn da muss man ja auch direkt dran denken. Das ist noch nicht lange her, dass also 3 Konzerte dieses Superstars abgesagt werden mussten in Wien wegen eben dieser Anschlagsplanungen. Und wir haben jetzt ja in dem aktuellen Fall Hinweise, also jemand aus Österreich fährt nach München, um da etwas zu begehen. Auch in dem Fall von Taylor Swift ist es so, dass jetzt auch jemand, ein Jugendlicher in Frankfurt an der Oder in Gewahrsam genommen ist, weil offenbar auch da Verbindungen bestehen. Wie schauen Sie denn darauf, also Deutschland, Österreich in puncto Islamismus? Es gibt traditionell sehr starke Verbindungen bei Extremisten von Deutschland nach Österreich und vice versa. Das hat man in der Vergangenheit leider immer wieder entdecken müssen. Es gibt auch eine spezifische Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden auf diese Achse. Auch das nachbarschaftliche Verhältnis hat hier einiges dazu beigetragen, die offenen Schengen-Grenzen etc. Es gibt natürlich Bewegungsprofile von einschlägig vom Verfassungsschutz beobachteten Personen, aber es ist nicht immer möglich, alle zu jeder Zeit beobachten. Es gab immer wieder Überwachungsmaßnahmen, auch im Vorfeld des Attentats von Wien 2020, wo es Dschihadistentreffen in Wien, aber auch in Deutschland gegeben hat. Im letzten Jahr ist vor allem das Bundesland Nordrhein-Westfalen hier in Erscheinung getreten als eine Art Koordinierungshub für islamistische Attentäter in Europa, aber vor allem im nahen Raum Österreich-Deutschland, auch in den Niederlanden. Es gab hier einschlägige Verhaftungen eines Drahtziehers, der ein Nahverhältnis zum IS-Ableger ISKP, Provinz Khorasan, haben dürfte. Hier sind laufende Verfahren im Gange. Man wird sehen, was da rauskommt. Herr Stockhammer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, vor allem natürlich nochmal mit dem speziellen Fokus auf Österreich. Danke Ihnen. Herzlichen Dank, sehr gerne.